Hallo liebe Weltraumfotografen, kürzlich war ich einmal in der Verlegenheit, dass ich ein Kompi dabei hatte, aber keine Webcam. Ich hatte aber zusätzlich noch mein Android-Telefon dabei und habe mir gedacht, hey, kann man denn nicht dieses Android-Telefon als Kamera, also als Webcam für den Computer verwenden, und bin dabei auf die App DroidCam gestoßen, die ich euch heute einmal hier genauer vorstellen möchte. DroidCam besteht aus zwei Teilen, einmal einer App für dein Android-Telefon und einem Teil, den du bei dir auf dem Computer installieren müsstest. Ich schaue mir jetzt als allererstes mal den Teil für das Handy an und dazu schalte ich einmal um hier auf mein iOS-Gerät. Das habe ich hier für euch vorbereitet und dann möchte ich als allererstes mal DroidCam, also die DroidCam-App für Android installieren. Leider gibt es die nicht im F-Droid Store, daher greife ich auf den Aurora Store zurück. Aurora, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Aurora ist ein inoffizieller Play Store Client, der es dir erlaubt, anonym Pakete aus dem Google Play Store zu installieren. Ich installiere den jetzt hier. Muss jetzt hier am Anfang noch einige Dinge erlauben, dass diese Applikation überhaupt Programme und Updates installieren kann. Hier sage ich auch noch bearbeiten, zulassen, das brauche ich jetzt nicht und sage fertig. Und dann kann ich hier unten nämlich sagen anonym, also ich möchte anonym auf den Google Play Store zugreifen, dann weiß auch Google gar nicht, was für Apps du dir hier alle installiert hast. Sonst sieht das Ganze ganz ähnlich aus wie irgendein anderer App Store oder wie der Play Store von Google selbst. Ich habe hier unten die Suche und kann jetzt hier DroidCam eingeben. DroidCam finde ich hier und sage installieren. Im Hintergrund installiert ihr jetzt schon diesen Teil, also diese Android-App, die sich dann nachher über das Netzwerk, das ist das Tolle hier an der Sache, das Ganze funktioniert über das Netzwerk, mit deinem Computer verbinden kann. Dazu müssen beide Geräte natürlich im gleichen Netzwerk sein, am besten in deinem WLAN zu Hause, dann ist das überhaupt gar kein Problem, dann sollte das ohne weiteres funktionieren. Ich sage hier installieren, erfolgreich installiert, öffnen. Hier begrüßt mich jetzt der Assistent von DroidCam, der sagt jetzt erstmal, ja, ich bin ja eine virtuelle Webcam, du kannst deine Handykamera verwenden, um eine Webcam auf deinem Kompi zu simulieren. Ich sage Continue. Und hier sagt er mir jetzt aber auch, dass ich jetzt natürlich diese entsprechende App installieren muss. Ich kann das Ganze jetzt einfach mit der offiziellen App von dem Projekt machen, könnte aber die Kamera auch im OBS nutzen, falls ihr das verwendet. Das ginge also auch. Ich sage hier schon mal Continue, die App muss ich natürlich noch installieren. Und hier habe ich die Möglichkeit nochmal die Permissions zu setzen. Natürlich muss die Kamera, also diese DroidCam, die virtuelle Kamera, auch auf deine Webcam zugreifen können. Und hier sehe ich jetzt schon eine IP-Adresse, 192.168.0.48. Hier könnte ich jetzt noch sagen, welche Kamera ich wählen möchte. Ich sage jetzt die Frontkamera und da seht ihr mich jetzt hier auch aus einer anderen Perspektive. Ich schalte jetzt mal kurz um, und zwar schalte ich mal um auf mein Linux zurück hier und dann schauen wir uns mal den Teil an, den wir jetzt hier machen müssen, denn hier fehlt ja jetzt auch noch einiges. Hier unten sehe ich jetzt, als erstes müsste ich diese App für dein Phone installieren. Das haben wir gemacht und dann den Client auf dem Computer. Also wir sind jetzt schon bei Schritt 2. Ich klicke hier mal weiter und wir haben hier natürlich Linux im Einsatz. Ich verwende hier wie üblich meine eigene Linux-Distribution, die heißt SpaceFun. Die findest du hier auf spacefun.ch und da kannst du die dann auch ganz einfach beziehen. Ich sage Linux Setup und als allererstes hier bietet er mir hier an, eben OBS Studio zu verwenden. Das möchten wir aber nicht, sondern wir möchten wirklich den DroidCam Linux Client nutzen. Den kann ich hier unten herunterladen. Den gibt es einmal für Debian und Ubuntu oder für Fedora RHEL-basierte Systeme. Ich lade hier also dieses dep-Paket in das Temp-Verzeichnis herunter und kann das dann nachher mit dem folgenden Befehl sudo apt install -f, da gebe ich eine Datei an und dann den Pfad zu diesem dep-Paket installieren. DroidCam, hier sage ich mal ja, er ist jetzt schon fast fertig. Hier hatte ich vorher noch rumexperimentiert und kann jetzt hier dieses Paket schon installieren. Er fordert mich jetzt natürlich zur Eingabe meines Passworts auf, ist ja klar, das erfolgt mit Root-Rechten. Jetzt starte ich mal hier diese App DroidCam.
Droidcam Client. It's already running. Dann haben wir den hier schon. Ich sage nochmal Exit. Yes. Starte ihn trotzdem nochmal neu für euch. Droidcam, er hat den jetzt hier automatisch gestartet. Und da sehe ich mich hier auch nochmal. Da viel muss ich jetzt hier nicht machen. Ich habe hier noch Möglichkeiten einzustellen. Da gibt es einige Einstellmöglichkeiten wie die Auflösung, die Ausrichtung der Kamera und so weiter und so fort. Damit ist das Ganze hier eigentlich schon erledigt und ich könnte jetzt diese Kamera wirklich als Webcam auch verwenden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier ein Meeting mache mit Jitsi oder so etwas. Ich habe jetzt hier mal Jitsi von Samuel aufgemacht, jitsi.sp-codes.de und gebe jetzt hier mal Droidcam Test ein als Konferenzraum und versuche jetzt halt mir hier eine Konferenz zu starten. Hier kann ich jetzt sagen, ich gebe einen Namen ein und er versucht jetzt natürlich dann hier diese Kamera auch zu finden. Und da seht ihr, da bin ich jetzt auch schon drin. Ihr seht, er hat jetzt hier noch ein Wasserzeichen. Wenn ihr das weghaben wollt, dann löst einfach diese Pro-Version. Die ist wirklich nicht teuer. Ich empfehle euch das wirklich. Das kann ich euch wirklich ans Herz legen. Wenn du das jetzt ausprobiert hast und da irgendwo nicht weiterkommst, dann melde dich doch einfach bei uns in der Community. Die findest du hier auf meiner Webseite spacefun.ch im Bereich Community und dort helfen wir dir garantiert weiter. Also wir haben immer Leute, die das ausprobieren und da gibt es bestimmt einen, der das dann auch schon mal gemacht hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine eigenen Erfahrungen. Hast du dieses Problem auch schon mal gehabt? Hast du das vielleicht anders gelöst? Hast du andere Ansätze, die du uns empfehlen kannst? Teile die bitte auch in unserer Community. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Besuch und bis bald. Tschüss!